Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach gibt es Fragen und Antworten zu der Geschichte. Zuletzt lernst du neue Vokabeln. In der Beschreibung findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Begriffen. Ich bin Emil und als Student verbringe ich viel Zeit mit dem Lernen. Ich spiele sehr gerne Fußball. Heute treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen zusammen Fußball. Ich freue mich sehr, meine Freunde zu sehen. Wir machen 2 Teams und spielen dann gegeneinander. Natürlich möchte ich gewinnen und Tore schießen. Ich gebe mir viel Mühe und laufe sehr viel. Plötzlich spüre ich einen Schmerz in meinem Bein. Ich lege mich auf den Boden und bitte meine Freunde, mir zu helfen. Sie fragen mich, was mit mir los ist. Ich erkläre ihnen den Schmerz. Ich stehe auf und versuche zu laufen, jedoch fällt es mir schwer. Ich kann nicht mehr weiterspielen und beschließe aufzuhören. Einer meiner Freunde bringt mich mit seinem Auto nach Hause. Zu Hause lege ich mich auf mein Bett und versuche, mich zu entspannen. Falls es morgen immer noch weh tut, sollte ich einen Arzt besuchen. Hoffentlich heilt meine Verletzung schnell, damit ich bald wieder mit meinen Freunden spielen kann. Ich bin Emil und als Student verbringe ich viel Zeit mit dem Lernen. Ich spiele sehr gerne Fußball. Was macht Emil gerne? Emil spielt gerne Fußball. Heute treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen zusammen Fußball. Was machen Emil und seine Freunde heute? Sie treffen sich im Park und spielen Fußball. Ich freue mich sehr, meine Freunde zu sehen. Wir machen 2 Teams und spielen dann gegeneinander. Worauf freut sich Emil? Emil freut sich darauf, seine Freunde zu sehen. Natürlich möchte ich gewinnen und Tore schießen. Was möchte Emil im Spiel erreichen? Emil möchte gewinnen und Tore schießen. Ich gebe mir viel Mühe und laufe sehr viel. Plötzlich spüre ich einen Schmerz in meinem Bein. Was macht Emil? Emil gibt sich viel Mühe und läuft sehr viel. Ich lege mich auf den Boden und bitte meine Freunde, mir zu helfen. Sie fragen mich, was mit mir los ist. Was tut Emil, als er Schmerzen hat? Emil legt sich auf den Boden und bittet seine Freunde um Hilfe. Ich erkläre ihnen den Schmerz. Ich stehe auf und versuche zu laufen, jedoch fällt es mir schwer. Was tut Emil danach? Emil steht auf und versucht zu laufen. Ich kann nicht mehr weiterspielen und beschließe aufzuhören. Einer meiner Freunde bringt mich mit seinem Auto nach Hause. Wer bringt Emil nach Hause? Einer von Emils Freunden bringt ihn nach Hause. Zu Hause lege ich mich auf mein Bett und versuche, mich zu entspannen. Falls es morgen immer noch weh tut, sollte ich einen Arzt besuchen. Was tut Emil, als er zu Hause ist? Emil legt sich auf sein Bett und versucht, sich zu entspannen. Hoffentlich heilt meine Verletzung schnell, damit ich bald wieder mit meinen Freunden spielen kann. Was erhofft sich Emil? Emil hofft, dass seine Verletzung schnell heilt. Der Schmerz. Gestern hatte ich einen starken Schmerz im Rücken. Das Bein. Er hat sich das Bein beim Fußballspielen verletzt. Der Park. Im Park spielen die Kinder oft Fußball. Der Freund. Meine beste Freundin heißt Anna. Das Team. Unser Team hat das Fußballturnier gewonnen. Das Tor. Er traf das Tor mit einem starken Schuss. Der Arzt. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Die Verletzung. Die Verletzung heilt hoffentlich bald. Du hörst jetzt die Geschichte nochmal. Lese jeden Satz laut vor und übe die Aussprache. Ich bin Emil und als Student verbringe ich viel Zeit mit dem Lernen.
Ich spiele sehr gerne Fußball. Heute treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen zusammen Fußball. Ich freue mich sehr, meine Freunde zu sehen. Wir machen 2 Teams und spielen dann gegeneinander. Natürlich möchte ich gewinnen und Tore schießen. Ich gebe mir viel Mühe und laufe sehr viel. Plötzlich spüre ich einen Schmerz in meinem Bein. Ich lege mich auf den Boden und bitte meine Freunde, mir zu helfen. Sie fragen mich, was mit mir los ist. Ich erkläre ihnen den Schmerz. Ich stehe auf und versuche zu laufen, jedoch fällt es mir schwer. Ich kann nicht mehr weiterspielen und beschließe aufzuhören. Einer meiner Freunde bringt mich mit seinem Auto nach Hause. Zu Hause lege ich mich auf mein Bett und versuche, mich zu entspannen. Falls es morgen immer noch weh tut, sollte ich einen Arzt besuchen. Hoffentlich heilt meine Verletzung schnell, damit ich bald wieder mit meinen Freunden spielen kann. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen für dich. Spielst du auch gerne Fußball? Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.